Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein HP Envy X360 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite. Und zwar genau hier unten. Und ja, mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, das Display ist in dem Fall ja ein Touch-Display und das kann man nur als komplette Einheit austauschen, also Display, Deckel, Kabel, alles mit dabei. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad hingegen kann man einzeln tauschen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man hier als allererstes mal die Schrauben rausmachen. Und da gibt es zum einen die Schraube hier vorne, aber auch unter den Gummischienen sind Schrauben. Und da ist es so, an der oberen Seite oder unter der oberen Gummischiene sind einige Schrauben, während hier unten nur außen links, rechts Schrauben sind. Also die Gummischiene muss man nicht komplett abnehmen. Die obere hingegen schon. Und da kann man jetzt mit den Fingern drunter gehen und versuchen, das so nach oben hin wegzuziehen. Sollte das mal nicht so gut gehen, kann man sich hier natürlich auch eine Hilfe nehmen und das so ein bisschen nach oben hebeln. Und genau, und da muss man nur aufschauen, dass man nicht unter das Klebeband, das beidseitige Klebeband kommt und das dann hier trennt, sondern dass man wirklich ganz runter kommt. Und ja, dann kann man die Gummischiene nach oben hin einfach vorsichtig abziehen. Und ich lege mir die jetzt hier ganz vorsichtig drauf und kommt so an die Schrauben ran. Generell ist es so, ich nehme hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Da ist nämlich alles dabei, was man so braucht. Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen, die ich mir jetzt hier schon mal zurechtgelegt habe. Und hier ist es nämlich so, dass die Schrauben hier oben und auch die zwei hier unten drunter, genau das gleiche Prinzip. Ich zeige euch das schnell. Genau, die muss man also nur seitlich so ein bisschen aufmachen und kommt dann hier dran. Auf jeden Fall alle Schrauben unter den Schienen sind ganz normale Kreuzschrauben. Und dafür würde ich hier ein PH0 als Aufsatz nehmen, wohingegen die einzelne Schraube hier vorne eine Torx-Schraube ist. Das heißt, da würde ich dann ein T5 nehmen. Und die ist auch kleiner als der Rest, also wäre es geschickt, sich das getrennt aufzubewahren. Sind dann alle Schrauben gelöst, kann man anfangen, die Unterseite vom Gerät zu trennen. Und hier ist es so, man kann das, glaube ich, ganz gut sehen. Die Verbindungslinie hier zwischen Gerät und Unterseite läuft hier einmal um das Gerät herum. Und zum Öffnen nehme ich jetzt hier einen der Öffner aus dem Werkzeugset und dann versuche ich eine Lücke zu finden, um die Unterseite nach oben zu hebeln. Und ich versuche das jetzt mal von der Rückseite, genau hier. Und das kann manchmal recht laut knacken, wenn die Einraststellen sich lösen. Und wenn das Gerät noch nie offen war, geht das vielleicht auch ein bisschen schwerer, aber das Grundprinzip ist das gleiche. Man versucht in die Verbindung zu kommen und das dann nach oben hin wegzuhebeln.
In dem Fall war das jetzt wirklich super leicht. Und falls das mal schwerer geht, dann einfach in der gleichen Technik auch an der Seite und vorne weitermachen und das nach oben hebeln, bis man die Unterseite dann einfach meistens mit ein bisschen Rütteln und Wackeln nach oben hin abnehmen kann. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres machen, stellen wir auf jeden Fall sicher, dass das Gerät keinen Strom mehr hat. Das heißt, wir trennen den Akku vom Mainboard. Und bei diesem Akku hier ist es so, der ist nicht über ein Kabel verbunden, sondern sitzt quasi direkt hier auf dem Mainboard. Das heißt, wir nehmen den auch gleich raus. Und dafür löst man die Schrauben, die hier drumherum laufen. Und je nachdem, welchen Aufsatz man da vorher hatte, dafür brauchen wir wieder den PH0. Ja, und sobald alle Schrauben draußen sind, kann man den Akku nach oben hin aus dem Gerät nehmen und hier eben auch von der Steckverbindung trennen und so gegebenenfalls auch tauschen. So, was man hier noch sehen kann, ist direkt unter dem Akku das Touchpad. Das zeige ich euch gleich. Dann sehen wir hier die SSD, die ist in so einer kleinen Hülle. Unter dieser Blechabdeckung, die man nach oben hin wegnehmen kann, ist der RAM zu finden. Dann haben wir hier noch die beiden Lüfter und den Heatsink, der CPU und GPU kühlt. Und ja, eine Besonderheit hier ist, dass man das Strombuchsenkabel bzw. die Buchse samt Kabel einzeln tauschen kann. Und da ist es so, da muss man eigentlich nur das Scharnier lösen und dann läuft das Kabel hier unten drunter, kann man das sehen, hier zum Mainboard und kann so doch ziemlich einfach getauscht werden, falls da mal ein Defekt vorliegt. Beim Touchpad ist es hier so, das wird von diesen 3 Schrauben hier gehalten. Und hier ist die Kabelverbindung und da ist es so, das ist genau wie auch hier oben, das ist ein Kippschalter. Das heißt, hier nicht einfach am Kabel ziehen, den muss man erst aufklappen. Und dann kann man das Kabel hier rausziehen. Und wenn die Schrauben dann weg sind, kann man das Touchpad nach unten hin so ein bisschen durchdrücken und auf der anderen Seite entgegennehmen. Und ja, beim Wiederverbinden hier einfach nur schauen, dass das Kabel richtig sitzt. Das hat hier auch so eine kleine Hilfslinie. Bis dahin kommt das hier wieder in den Stecker zurück. Zuklappen. Und dann sitzt das wieder. Beim RAM ist es hier so, wie vorhin erwähnt, der ist unter dieser Blechabdeckung, die man nach oben hin wegziehen kann. Und zwar sitzt die auf so kleinen Einraststellen hier, einfach nur von oben drauf gedrückt. Und da kann man jetzt einfach versuchen, das mit den Fingern nach oben hin wegzuziehen. Wenn das so wie hier doch ein bisschen schwerer geht, nimmt man sich auch wieder eine Hilfe. Und jetzt da einfach schauen, das ist Metall, nicht gerade an den Stellen, wo die Platine hier verlötet ist, vielleicht hier auf der Seite. Und dann geht man da ein bisschen drunter und hebelt das nach oben. Genau. Und dann legen wir das einfach hier rüber. Und dann sieht man, in dem Fall ist jetzt zum Beispiel auch nur einer belegt. Und ja, der RAM selber super einfach zu tauschen. Der wird nur von den beiden silbernen Klammern hier gehalten, die so ein bisschen nach außen ziehen. Dann kommt der einem quasi schon entgegen. Ja, und so kann man den RAM jetzt tauschen oder eben auch nachrüsten. Das Einbauen ist nämlich genauso einfach. Der kommt wieder in den Slot. Da gibt es auch nur eine Möglichkeit. Wird wieder so ein bisschen nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern hier einrasten. Und dann muss man eigentlich nur noch die Abdeckung wieder genau auf diese mini kleinen Halterungen reinfriemeln. Das ja, ist einfach ein bisschen Geduld und Präzision. Genau so. Und dann hat man das. Die SSD ist genauso einfach. Die wird nämlich nur von einer Schraube hier unten gehalten. Auch die mit dem PH0-Aufsatz, wie eigentlich alles im Laptop selber. Und wenn man die Schraube raus hat, kann man die SSD so leicht nach oben hebeln und dann nach hinten einfach rausziehen.
Und ja, dann sieht man, die ist wirklich nur lose in der Hülle drin hier. Das heißt, genau so wird die dann auch wieder verpackt, sage ich mal. Und dann kommt die wieder in den Slot. Genau so. Wird so ein bisschen nach unten gedrückt und dann wieder verschraubt. Die Lüfter kann man ebenfalls einzeln tauschen. Auch das ist ziemlich einfach hier gestaltet. Die werden jeweils nur von 3 Schrauben gehalten. Das sind in dem Fall hier die drüben. Und das Kabel läuft hier lang, beziehungsweise hier drüben lang. Und das Kabel kann man einfach nach hinten aus dem Slot ziehen. In dem Fall schraube ich den Lüfter jetzt aber zuerst los. Dann hat man hier einfach ein bisschen mehr Spielraum. Und ja, den Lüfter kann man dann eben einzeln nach oben hin rausnehmen. Und dann eben hier das Kabel nach hinten hin rausziehen. Genau so. Wenn man ganz vorsichtig ist, kann man das auch hier am Kabelbund fassen. Was ich jetzt nicht so prickelnd finde, die Kabel sind da sehr dünn. In dem Fall sollte man hier die Abdeckung einfach abnehmen und dann hat man da nämlich auch Spiel, um das wieder rauszubekommen und auch später wieder reinzubekommen. Das mache ich jetzt gerade mal. So. Genau. Und genau so kann man den Lüfter dann tauschen. Da kann man sich jetzt hier noch merken bei dem neuen Lüfter. Man kann von der einen Seite hier Kontakte sehen. Die sind nur auf der einen Seite. Und die zeigen beim Wiederverbinden nach oben. Und ich würde auch tatsächlich eigentlich nach Möglichkeit immer versuchen, immer zuerst das Kabel wieder zu verbinden. Einfach, dass man es dann auch am Ende nicht vergisst. Das kommt wieder bis ganz in den Slot zurück. Ja, und den Lüfter selber muss man dann eigentlich nur noch auf die Gewinde legen. Und man sieht, der flutscht da auch so ein bisschen drüber, sitzt direkt perfekt und muss nur noch wieder verschraubt werden. Und dann hat man das Ganze doch ziemlich schnell erledigt hier. Der Akkueinbau, genauso einfach wie der Ausbau. Der hat hier neben den eigentlichen Schrauben auch noch so kleine Öffnungen für die Führungsnoppen hier. Das heißt, wenn man den da einfach drauflegt, genau wie hier, dann fällt der genau in die richtige Position. Das sieht man hier wirklich gut, auf die Gewinde. Und dann wird der einfach hier wirklich von oben auf die Verbindung zum Mainboard gesteckt. Muss nur noch wieder verschraubt werden und total problemlos. So, die Unterseite legt man jetzt einfach wieder von oben auf das Gerät und drückt das nach unten hin fest. Und da kann man auch recht feste drücken, auch in der Mitte. Da gibt es überall Einraststellen. Ich gehe am Ende auch immer noch einmal um das Gerät herum. Schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Lücke oder Öffnung zu sehen ist. Und dann kann man das Gerät wieder verschrauben. Und bei den Gummischienen ist es so, wenn die irgendwann nicht mehr so richtig kleben oder sollten die einfach nicht richtig kleben, beidseitiges Klebeband würde dem dann Abhilfe schaffen. Alternativ dazu, von der Optik her vielleicht nicht so schön, kann man aber auch zusätzlich einfach Gummifüße kaufen und die dann einfach hier direkt auf das Gerät kleben. Und ja, also das sollte auf jeden Fall kein Problem sein. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.